Ich habe schon, bevor ich hier eine Karte angefasst habe, eine Botschaft erhalten heute Morgen auf dem Balkon. Ich habe nämlich Radieschen ausgesät und ich vermute, ich habe die ein bisschen zu eng gesetzt und nicht damit gerechnet, dass die alle aufgehen. Und heute Morgen habe ich gesehen, dass ein paar von diesen kleinen Pflänzchen, die sind ungefähr so groß jetzt und da bilden sich schon die charakteristischen Blättchen raus, rausgerupft waren. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Vogel war, das war meine erste Idee, der da ein bisschen aufgeräumt hat, oder ob das vielleicht gestern der Sturm, das Gewitter oder der Platzregen war. Auf jeden Fall hat sich da irgendwie was aussortiert, da hat sich was ausgedünnt auf eine Weise, sodass, ja, also es wirkte erstmal wüst, aber ich habe sofort gedacht, das hat eine Intelligenz. Das sagt irgendwie mehr. Es waren auch nur die Radieschen, es waren nicht die anderen Pflänzchen. Und ich musste daran denken, dass es vielleicht was aussagen könnte über einerseits Ideenmanagement, also wenn es jetzt für uns zum Beispiel hier fürs Ludus-Tarot eine Bewandtnis hat, könnte es bedeuten, dass du ein paar der Einfälle, die du hast, sofern du dich gerade in einem kreativen Prozess befindest, als ein Beispiel, wie man das denken könnte, dass du ein paar rauslässt, dass du ein paar Dinge wie aus deinem Kopf zupfst. Also stell dir vor, du hast diesen Vogel oder du hast einen Vogel, wir haben alle einen Vogel, aber es gäbe einen Vogel, der ein paar deiner vielleicht Einwände, deiner Ängste, deiner Vorbehalte, deiner Sachen, wo du glaubst, das muss ich noch bedenken, das muss ich vorher noch machen, bevor ich in den Modus komme oder bevor alles soweit ist, bevor das Feld so bestellt ist, dass endlich etwas wachsen kann. Dass du ein paar davon rausziehst und ein paar davon aber stehen lässt und nutzt und guckst, was passiert, wenn die größer werden. Dass die Platz bekommen, dass die Einfälle sichtbar werden können. Aber ein bisschen ist es wie, hier könnte etwas vorliegen von zu viel gewollt. Und das könnte sich auch auf andere Dinge beziehen. Es könnte sich auch zum Beispiel auf einen entstehenden Kontakt beziehen, indem man zu viel gleichzeitig an Möglichkeiten, das machen wir zusammen und dies und jenes, in das Beet gesetzt hat und jetzt verdrängen die einander so ein bisschen und es wird chaotischer, als es sein müsste. Oder die Pflänzchen, ja, kannst du dir im Grunde aussuchen oder könnt ihr euch im Grunde aussuchen, aber die größer werden sollen, vielleicht muss man da ein bisschen prägnanter sein, ein bisschen mehr Akzente setzen, ein bisschen mehr, okay, wir machen diese und diese Dinge jetzt zumindest in diesem Zyklus, in diesem Beetzyklus. Was ja nicht heißt, dass man die kleinen anderen Pflänzchen woanders einpflanzen kann. Es geht ein bisschen ums Sortieren, habe ich den Eindruck. Das ist erstmal das. Und dann gucken wir mal, ob sich auch irgendwas in den Karten zeigt, was vielleicht damit zu tun haben könnte. Es könnte auch ganz andere Themenfelder betreffen. Aber es geht irgendwie so ein bisschen, okay, Ast der Kelche hat sich schon hier am Unterdeck gezeigt. Es ist ein bisschen der Overflow. Auf eine gute Art. Aber es kann wie zu viel gewollt auch bedeuten. Zu viele Möglichkeiten, also Überforderung. Das Beet ist überfordert, das Flussbett ist überfordert. Der Kelch ist für so viel Wasser vielleicht zu klein. Also könnte man es umschöpfen, also könnte man es umtopfen. Was haben wir hier schon? Hier hat sich schon direkt gezeigt, die 6 der Stäbe. Also es geht hier schon um einen sehr erfolgreichen Verlauf von Dingen, die in die Tat umgesetzt werden. Dahinter, man könnte sagen, vielleicht im Schatten dieser Möglichkeit, okay, ist etwas, was sich jetzt natürlich irgendwie erklärt. Also das können Antriebskräfte sein, das können aber auch Dinge sein, die dich hemmen und das können diese Vorbehalte sein. Vielleicht bist du unbewusst noch getrieben von 2 Dingen, die du vermeiden möchtest. Weshalb auch manchmal dieses Overflow, dieses zu viel auf einmal wollen, zu viel auf einmal machen, wie ein bisschen zwanghaft sein, dieses keine Pause machen im Kopf, keine Pause machen bei der Arbeit. All diese Dinge können damit zu tun haben, dass im Hintergrund noch Dinge liegen, die man nicht anfassen will oder mit denen man sich nicht auseinandersetzen will, die man nicht berühren will.
Und das kann einerseits eine Trauer sein, die noch unverarbeitet ist. Ist in der Regel so, dass wir da voll mit sind von diesen Dingen. Und das kann eine Abwehr sein, also etwas, wo du zu viel abbekommen hast. Also hier geht es um Wunden im Grunde. Wunden, die im Hintergrund pochen und die auslösen können, dass du oder wir ein Gewusel im Vordergrund erzeugen. Ein Gewimmel im Vordergrund erzeugen, also ein Spektakel vielleicht auch im Vordergrund erzeugen. Dieses, ich mache jetzt das und das und das und das. Um das zu vergessen, was da im Hintergrund vielleicht auch eine Gravitation hat, was auch zieht. Das heißt, du könntest natürlich etwas aus dem Vordergrund rauszupfen, bis du nicht mehr 9 Stäbe hast, sondern eben nur noch 6. Also 3 Dinge, 3 Wünsche vielleicht aus dem Beet, das du gerade bestellst, zupfen. 3 Ansprüche vielleicht auch, 3 Erwartungen an dich selbst, an andere, an die Situation. Und dieses ein bisschen zerrupfte Beet, das hat mich natürlich erstmal kurz schockiert, aber ich dachte dann, ja, das ist eigentlich, irgendwas ist daran total richtig. Das muss ich nicht sofort checken oder ich muss nicht alles darüber wissen. Aber es hat auch dieses von, dass etwas gut wird, heißt nicht, dass man top aufgeräumt sein muss, weder innen noch außen. Die Dinge können auch ein bisschen messy sein. Also gerade wenn es um kreative Prozesse geht, wenn es um Transformationsprozesse in deinem Seelenleben geht, in deinem Leben geht, neue Entscheidungen, neue Wege einzuschlagen. Du kennst nie den ganzen Weg und du musst ihn auch nicht kennen. Du musst nicht einen super astreinen Projektplan haben, sondern es geht auch sehr stark um diese Kraft von ich mache hier jetzt einfach mal, ich fange hier jetzt einfach mal an. Und es ist okay, dass das im Hintergrund ist oder dass das in einem anderen Teil vom Beet eben auch da ist und auch wachsen kann und seine Zeit hat, in der du das erkundest. Aber jetzt im Augenblick musst du vielleicht nicht sofort die ganze Zeit denken, du musst deine ganze Trauer wegarbeiten, du musst deinen ganzen Schutzinstinkt irgendwie ablegen. Wir haben hier manchmal sowas Puristisches, glaube ich, in diesem Spiri-Mindset oder ESO-Mindset. Dieses erstmal muss alles gerade sein, der Fokus muss komplett ordentlich sein, es darf kein Steinchen im falschen Beet liegen oder kein Pflänzchen zu viel oder keins zu wenig oder keins durchmischt. Das kann natürlich für eine besondere Klarheit sorgen in Momenten, in denen man das möchte, aber hier geht es auch ums Machen. Also es muss nicht perfekt sein, damit es erfolgreich wird. Darum geht es hier. Du siehst auch hier, so ein paar von diesen Stäben sind auch ein bisschen schief. Das hat auch eine Dynamik, das hat auch eine Kraft. Also keine Furcht davor, dass es ein bisschen messy wird. König der Kelche, der hier auch recht stoisch sitzt in seinem Gefühlsleben, also jemand, der sich mitteilen kann, aber der nicht jede Gefühlsregung mitteilen muss. Es geht hier nicht darum, alles zu exponieren, also nicht in den eigenen Gefühlen zu versinken. Weder was dich selbst betrifft, noch was es vielleicht im Ausdruck betreffen könnte. Vielleicht hast du ein Gespräch mit deinem Chef oder mit irgendwie deiner Chefin. Das kam mir gerade plötzlich irgendwie rein. Also, dass du vielleicht eine herausfordernde Situation hast, in der du vielleicht Vorschläge machst oder auch eine Beschwerde hast, dass du etwas preisgibst, dass du vielleicht eine Unzufriedenheit besprechen möchtest. Und da kann es auch darum gehen, dass du fokussiert bleibst auf das, was du wirklich mitteilen möchtest und nicht jeden einzelnen Aspekt deiner Gefühlsreise damit erzählen musst. Das kann nämlich dann das Gegenüber, muss nicht ein Chef sein, kann auch jemand ganz anderes sein, im Privaten vielleicht was in der Familie, Ehepartnerin, Ehepartner oder in der Freundschaft oder in irgendeinem, vielleicht Gemeinschaftsprojekt. Du musst nicht jeden einzelnen Punkt mitteilen. So. Es betrifft eine Kommunikation. So viel wie dein Kelch und der Kelch des anderen fasst, sodass du wie bei der Mäßigkeit eben hin und her schenken kannst, hin und her schöpfen kannst. Denn es geht um die Bewegung, nicht darum, alles auszukippen. Den König der Schwerter haben wir auch, einen Argumentationskünstler oder einen Sprechkünstler. Das könnte für dich wichtig sein, insofern du halt entscheidest, also mit dem Schwert abschneidest, was du jetzt nicht sehen musst oder wo du jetzt nicht
dich von ablenken lassen musst. Hier könnten Ablenkungen kommen und du brauchst dann diese Kraft oder diese Konzentration, die beim König der Schwerter auch mitspielt und eine Rolle spielt. Wähle deine Worte präzise. Sprich nicht, wenn du das Gefühl hast, dass die Worte nur füllen sollen. Etwas möchte wachsen. Und wir haben hier mit den 7 der Münzen natürlich irgendwie auch ein bisschen diese Szene aus dem Beet. Also etwas ist rausgefallen. Man kann sich das angucken für einen Moment und sagen, oh, das ist aber furchtbar, dass das jetzt hier irgendwie nicht mehr an dem Baum wächst, dass es nicht mehr fruchtet. Wir haben auch wir haben mit den 5 der Kelchen auch dieses, es darf seine Zeit haben, in der getraut wird oder in der das wahrgenommen wird. Nimm es wahr und akzeptiere es. Irgendwas geht zu Ende. Aber du sollst dich jetzt, also so würde das Kartenbild sprechen, damit nicht aufhalten, denn es gibt Dinge für dich zu tun. Es gibt eine Reise, die du antrittst. Und deswegen, vergiss nicht, hier gibt es einen Baum, um den du dich noch kümmern musst. Man kann auch die Dinge ein bisschen parallel laufen lassen. Trauerprozesse brauchen ihre Zeit. Man kann sie nicht einfach, also Trauerverarbeitungsprozesse, man kann sie nicht irgendwie an der Wurzel packen und rausreißen und dann tschüss, sondern da gibt es Phasen, in denen man gar nicht richtig hinguckt, in denen was passiert, in denen sich was tut und entwickelt und auch heilt, wo du gar nicht aktiv was daran machst, wo du das in Ruhe lässt. Und vielleicht ja, indem du dich um andere Dinge kümmerst, in denen du Neues anfängst, in denen du deine Kraft auch auf etwas richtest, was dann wachsen kann und was mit dieser Trauer vielleicht nichts zu tun hat. Im Hintergrund dieses Wachstumsprozesses vielleicht Talente von dir. Talente, ist das nicht auch eine Währungsform? Ich glaube ja. Also Münzen wachsen hier. Im Hintergrund, im Background gibt es Prozesse. Ich kenne mich nicht gut mit Programmieren aus, aber das gibt es auch, glaube ich, manchmal beim Coden, dass man ein Programm schreibt, also dass man etwas programmiert und dann verschiedene Versionen, wo auch vielleicht Fehler sind oder wo man was neu geschrieben hat, trotzdem noch so in Lagen in der Sache drin lässt, im Codierprogramm drin lässt. Ein bisschen wie als Schichten, die es halt auch mal gegeben hat, als verschiedene Versionen dessen, was man da programmiert hat. Und dann kann man später vielleicht nochmal gucken, inwiefern man da noch Sachen ausfindig machen kann, vielleicht Fehler finden kann. Aber das scheint manchmal, so habe ich es zumindest jetzt irgendwie aus Erzählungen von Leuten gehört, die das machen, scheint so zu sein, dass es üblich ist, dass man nicht das ganze Zeug wieder löscht und dann neu schreibt, sondern dass im Hintergrund des Programms eben auch noch die alten Versionen auch arbeiten. Eine Geschichte, die ich jetzt nicht ausweiten will, betrifft ein Videospiel, bei der das mal eine sehr wichtige Sache geworden ist. Es kann auch wichtig sein, dass du parallel Dinge laufen lässt, aber nicht alle beaufsichtigst, nicht alle irgendwie die ganze Zeit streng beobachtest, weil dann macht man sich bekloppt. Dann kannst du dich nicht auf das fokussieren, was eben hier direkt vor dir liegt und gepflegt werden möchte, gepflückt werden möchte vielleicht auch. Aber es scheint so zu sein, dass du im Hintergrund auch etwas verlässt. Du musst nicht die ganze Zeit aktiv, ich gehe jetzt da weg und ich teile das jetzt mit, sondern du detached, also du entfernst dich. Subtil ist nicht das Wort, was mir kommt oder was sich so andeutet. Du lässt es kommen, du lässt es gehen. Diskret. Emotional verlässt du diskret und auch ein bisschen unbewusst, also nicht indem du dich ja irgendwie wegziehst, ne, und du einen Gewaltakt draus machst, sondern indem du deine Aufmerksamkeit verlagerst auf etwas, das du auswählst. Oh, direkt hier die Kette gesprungen. Du verlässt eine Situation diskret. Aber es ist nicht taktisch, sondern es ist ein Teil von dir, der sich emotional ablöst von etwas. Automatisch. Weil du dein Feld ein bisschen wegbewegst, weil du dein Feld neu
ausrichtest. Und da wird Platz frei, indem du dich ausrichtest, indem neuer Handlungsspielraum frei wird, indem auch deine Sicht frei wird auf Riesenmöglichkeiten, auf diesen goldenen Fluss, auf den Flow überhaupt, auf den König der Münzen. Auf das Kultivieren und sich kultivieren lassen, auf das Erkennen, dass du umgeben bist von unheimlich vielen Möglichkeiten, also das ist wie, du lässt das alles passieren, du lässt dich geschehen, du machst Dinge, also du bleibst nicht passiv, aber du bleibst bei bestimmten Prozessen passiv. Oder du lässt die im Hintergrund laufen, Programme im Hintergrund laufen, die sich vielleicht aufräumen, Regale, die sich leeren, ohne dass du es merkst und ohne dass du die ganze Zeit räumen musst. Du lässt es sich räumen. Und plötzlich wird an den Stellen eben Platz frei und der Garten wächst, ohne dass du die ganze Zeit drüber nachdenken musst. Du kannst es geschehen lassen. Und das wuchert quasi mit tollen Pflanzen zu. Und dieser Reichtum entsteht irgendwie. Indem du auch deine Aufmerksamkeit abzupfst, also indem du nicht die ganze Zeit dahin starrst, sondern sagst, okay, hier habe ich jetzt was gemacht, hier habe ich jetzt was gesät, dann mache ich jetzt was anderes. Und ohne dass das so eine Multitasking, so ein Wahnsinn wird, also dass man alles die ganze Zeit aktiv bedenkt und die ganze Zeit sich eben, um etwas zu entkommen, dieses Multitasking-Spektakel abzieht. Und es scheint auch, also es geht auch gar nicht so sehr darum, werde ich hier gesehen, werde ich hier wahrgenommen. Das könnte etwas sein, worauf du achten könntest. Also, dass du Sachen machst, ohne die ganze Zeit darauf zu stieren. Und, habt ihr das jetzt irgendwie wahrgenommen? Also du brauchst nicht sofort die Bestätigung dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist, sondern dadurch, dass du unterwegs bist, merkst du, okay, das fühlt sich richtig an. Ich glaube, hier gehe ich mal in die Richtung oder ich glaube, hier mache ich mal das. Aber es ist nicht so, was ist denn hier alles und was gibt's denn hier alles? Das sind auch manchmal Phasen, die wichtig sind, dieses Staunen und dieses wow, was geht hier eigentlich ab? Sondern du fängst an, dich im, ich sag mal, Wunderland, also in einer neuen Weltwahrnehmung, in einer neuen Lebenswahrnehmung zu orientieren und zu sagen, okay, ich glaube, ich kenne hier die Wege ein bisschen. Hier kann ich mich so verhalten, hier kann ich das machen, hier war doch letztens dieses, auch wie in einem Videospiel. Du hast die Map schon mal erkundet, also du hast die Landschaft erkundet, du weißt, wo dieser Wald ist, du weißt, wo dieses Feld ist, du weißt, wo dieses Schloss ist und wo diese Gegner vielleicht auch sind. Und du sammelst Sachen, du rüstest dich aus, du machst ein paar Sidequests, du verlierst die Hauptmission nicht aus den Augen. Du machst alles mit einer Präzision, aber mit einer Leichtigkeit gleichzeitig. Es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja nicht die ganze Zeit, oh Gott, ich habe eine Mission und es ist irgendwie, ich fühle mich jeden Tag gezwungen, ich stehe auf und es ist irgendwie, oh, jetzt muss ich heilen oder sowas, sondern vieles heilt, wenn du deine Aufmerksamkeit mal nicht drauf zwingst. Noch ein paar Karten. Die Sonne. Das hatten wir doch. Also es ist eine Bestätigung im Grunde für all das, was hier so ist und dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Bei der Sonne haben wir es auch. Die stellt sich die Frage nicht, werde ich hier gesehen, sondern die bringt Dinge zum Wachsen. Sei du halt die Sonne und nimm dir ein Beispiel an der Sonne. Du bist ein eigenes Sonnensystem. Du musst dich nicht die ganze Zeit darum kümmern, dass die ganzen Planeten und das ganze Zeug, was da so rumfliegt, in den richtigen Umlaufbahnen fliegt, sondern da organisiert sich etwas oder vieles um dich herum. Du kannst aus der Mitte heraus alles nähren, im Grunde. Du bist das Zentrum, du bist das, was dafür sorgt, dass die Dinge Leben bekommen, dass die Dinge zum Leben erwachen. Und vielleicht ist das gerade wirklich so, dass du viele Dinge gleichzeitig zu bedenken hast. Könnte sowas wie ein Umzug auch sein. Also was Organisatorisches. Irgendwie stellt sich dein Leben um oder stellst du dein Leben um. Und das ist mega spannend und auch ich würde sagen, eine Kunst, herauszufinden und ein bisschen zu navigieren, was muss ich jetzt anstoßen und was kann ich laufen lassen. Muss ich alles immer die ganze Zeit nachprüfen? Ich habe auch gerade wie so jemanden, der ein Hotel leitet,
muss auch mal Sachen delegieren können, kann nicht jedes Mal die ganze Zeit alles im Kopf laufen lassen, was es da zu beachten gilt. Ja, oder wie halt bei einem Umzug, den man organisiert. Manche Dinge lässt man laufen und manche Dinge erledigen sich von selbst. Also es ist die Hälfte Urvertrauen und die andere Hälfte, also dadurch, dass die Dinge halt irgendwie auch mal laufen können, dass man etwas auch erledigt hat und das dann aus dem Kopf zupfen kann und dann halt woanders hinsetzen kann. Und du nicht die ganze Zeit mit den Augen an deiner To-Do-Liste kleben musst. Und quasi den Dingen deine Struktur aufzwingst, die eigentlich ein bisschen mehr Freiraum brauchen, um sich gut zu entwickeln, um auch in diesen Flow zu kommen, den wir bei den 3 Stäben haben. Dass du auch zusehen kannst, wie Dinge mal laufen. Aber gleichzeitig eben wie hier auch Handlungen ergreifst. Also der lässt die Stäbe nicht stehen, sondern der entscheidet sich für einen, okay, und das mache ich jetzt als nächstes. Zwischendurch mal kurz gucken, läuft hier alles? Und dann, okay, das ist jetzt meine nächste Aufgabe. Es könnte sein, dass du mit Ängsten zu tun hast, dass dir nicht genug zuteil wird, dass es zu wenig gibt, dass du zu wenig Ressourcen hast, Kraft, finanzielle oder Hilfe. Und dass dich das ein bisschen lähmen könnte oder aufhalten könnte, dass du außen vor bist, dass du das Gefühl hast, es klappt irgendwie nie, also dass du das so ein bisschen vor dir herschiebst. Vielleicht auch, um dich davor zu schützen, in diesen Prozess reinzukommen, wo es halt mega lebendig ist. Also dieses, hier wächst was. Es ist total, total lebendig. Es ist total viel los. Es ist auch ein bisschen im Galopp, es ist auch ein bisschen wild. Weiß nicht genau, springst über Mauern. Krass ist das. Und da ist das manchmal so, dass wir wie eine Scheibe dazwischen ziehen, auf die wir unsere alten Storys projizieren, von wegen, ich bin nicht genug, das wird nicht reichen. Um das zu verlangsamen, weil uns die Bewegung vielleicht überfordert. Und das wäre natürlich geil, wenn du es schaffst, falls dir das passiert, falls du merkst, dass dich das hemmt oder lähmt oder Prozesse lahmlegt, dass du das auch abzupfst, dass du sagst, okay, Visier weg, Scheibe weg. Du willst auch den Wind spüren. Du hast Sachen eingeleitet und jetzt willst du die auch erleben. Oder der Teil von dir, der das halt genießen kann, der mit der Bewegung mitgehen kann, der Bock hat, in den Fluss mit einzusteigen, mitschwimmen zu gehen, mitmischen. Und der Witz ist im Hintergrund von diesen 5 Münzen, also Mangelkarte, dieses Ich gehöre nie dazu, könnte noch eine andere Angst liegen, nämlich die Angst vor deiner Größe. Was haben wir hier? Die 4 der Stäbe, die 9 der Kelche und die 9 der Münzen. 9 der Kelche, 9 der Münzen, ich glaube auch 4 der Stäbe hatten wir gestern schon. Die sind schon wieder da. Das ist das, was eigentlich dahinter ist. Es ist viel mehr da bei dir, wenn dich dieses Reading meint, als du glaubst. Vielleicht trägst du auch diese Attitüde ein bisschen vor dir her. Vielleicht ist das ein bisschen Selbstschutz, falsche Bescheidenheit. Könnte ja sein, dass du dafür gesehen wirst. Dass du glücklich bist. Könnte sich lohnen, zu prüfen, ob diese Angst für dein Glücklichsein, für deine Möglichkeiten, für deine Potenziale, für deine ganze Arbeit, für das, was du kannst, für deine Talente, Fähigkeiten, für dein Wachstum, für dein Reichtum gesehen zu werden, weil du Angst hast, dass es angegriffen wird, weil du vielleicht die Erfahrung kennst, dass dir die Kelche umgeschubst werden, dass dir jemand durch die Zäune brechen will, dass irgendjemand da Scheiße mitmacht, mit dem, was du herstellst, oder das angreift. Also es ist wie, vielleicht könntest du unbewusst damit verbinden, erfolgreich zu sein, dass dir das wieder genommen wird. Und dass du dann schon wieder in einem Loch landest. Es kann auch unbewusst sein, dass man sich das selber dann nimmt, dass man das selber sabotiert, um es wenigstens selbst gemacht zu haben. Und das wäre jetzt interessant. Guck mal, das ist hier wie ein Kontrast. Also hier
Im Vordergrund ist vielleicht auch der Wunsch oder ist dieses, oh, ich sehe die Möglichkeit oder es wird auch gut, also das, was du machst, könnte gut werden oder es ist ziemlich vielversprechend. Da sind nämlich viele verschiedene Kräfte, die miteinander arbeiten im Hintergrund. Und auf der anderen Seite ist hier, also wie auch eine Fassade von Mangel. Also ne, hier, welche Fassade von alles läuft gut, ist im Hintergrund, ach du Scheiße, da kriege ich aber, da habe ich aber eigentlich, kriege ich Gamaschen, da habe ich Angst. Da, wie sagt man? Wort vergessen. Was macht's schon? Ist auch rausgerupft aus dem Kopf. Ist ja nicht schlimm. Eine Fassade von bei mir läuft alles gut, aber im Hintergrund ist, oh Gott, scheiße. Das geht nicht gut. Also dieses, oh Gott, ist ein bisschen, stell dir vor, du fährst mit dem Skateboard und denkst, oh Gott, gleich falle ich hier über den nächsten Hügel. So sollte man nicht Skateboard fahren. Ich persönlich bin schon sehr lange nicht mehr Skateboard gefahren, aus Gründen. Aber das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ging es eigentlich wieder. Also man braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Und es hilft auch beim auf dem Seil balancieren oder irgendwie balancieren. Da hilft es auch nicht, die ganze Zeit runter zu gucken und zu denken, scheiße, was könnte ich mir alles brechen, sondern konzentriere dich auf das Seil. Konzentriere dich darauf, dass du das kannst. Du musst hier bei irgendwas einfach an dich glauben. Und wenn du es nicht super krass spürst und dein Herz nicht übersprudelst, nicht dich traust, es übersprudeln zu lassen vor Selbstvertrauen, dann initiier das. Atme tief in die Brust ein, sodass sie sich nach oben wölbt, also dass sich deine Körperhaltung ändert. Und schon kann es sein, dass sich auch dein Mindset, dass sich dein innerer Aufbau ändert, dein Selbstgefühl ändert. Es ist, an dieser Stelle kann man das wirklich mal ausprobieren, fake it until you make it. Du kannst ewig an dir rumpuzzeln und warten, bis der Moment kommt, in dem du das Gefühl hast, ein göttlicher Lichtstrahl erreicht dich und jetzt bist du irgendwie auserkoren, dies oder jenes zu machen und hast du besondere Inspiration. Nee, oft ist das gar nicht so. Oft ist das gar nicht so spektakulär, sondern es geht um diese kleinen Momente, wo die Zweifel angebellt kommen und dich ankeifen von der Seite und aus dem Innen. Oder vielleicht wirklich die Leute auf den Sack gehen damit, nee, mach das mal besser nicht oder irgendwas Bedrohliches da ist. Und du sagst, okay, ich nehme das wahr. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, das Risiko zu minimieren. Du hast deine Form von dich schützen aufgestellt, du hast deine Grenzen gezogen. Aber das heißt nicht, dass du jetzt die ganze Zeit die Wache an der Grenze spielen musst und die ganze Zeit dahin starren musst, ob da auch bloß niemand zu nahe kommt. Sondern jetzt geht es darum, dich um das zu kümmern, was du da eigentlich schützen willst, sofern du das willst. Und ebenso die Fassade vielleicht zu hinterfragen oder vielleicht höchstens strategisch einzusetzen. Also was spricht dagegen, zu sagen, okay, dann unterschätzt mich ruhig. Und im Hintergrund machst du halt Dinge. Aber lass es nicht zu etwas werden, dem du selbst glaubst. Also es kann sein, dass du dich hier auch ein bisschen bedeckt hältst. Könnte für Teile interessant sein. Also für so fragile Prozesse, für so Teile, wo du noch dran arbeitest, was noch sehr kleine Pflänzchen sind, kann das gut sein, die ein bisschen zu schützen. Und wie in der Natur quasi unscheinbar außen, also so ein Fuchsbau oder sowas, ist unscheinbar außen, damit das möglichst keine Neugierde erweckt. Also da, wo die Nester sind, wollen die Tiere zum Beispiel ja auch nicht, also da würden die jetzt sich keine Geranien irgendwie vor den Fuchsbau stellen und den Vorgarten schön machen, sondern es geht darum, dass es außen unscheinbar ist, dass da niemand neugierig wird, aber dass innen halt das entstehen kann, was entstehen will in der Diskretion. Hatten wir hier auch. Ist auch ein bisschen was mit einer Attrappe. Du stellst vielleicht auch eine Art Attrappe auf. Interessant. Interessante Strategie. Aber vergiss nicht, mit der ganzen Beschäftigung damit, es unscheinbar aussehen zu lassen, dass im Hintergrund der Bank abgeht und die Party ist und alles da ist und vielversprechend ist. So, das war's für jetzt. Dann wollen wir mal keinem verraten, dass hier bei dir der Bank abgeht und heimlich lässt du dir die Sonne aus dem Arsch strahlen.
Oder aus dem Purpose. Ich weiß nicht, ob man Arsch sagen kann. Ich habe es jetzt zweimal getan. Gut. Bis bald. Ciao.